Hilfe, meine Registrierungen funktionieren nicht mehr. So schallte es diese Woche aus dem Telefonhörer, als ein lieber Musikantenfreund am Telefon war. Was ist genau geschehen? Das schauen wir uns in diesem Video an. Ja, hallo und herzlich willkommen zu den Tipps und Tricks rund um die Musik mit Rigo. Heute soll es um das Thema Registration an Yamaha Keyboards gehen, denn mich ereilte eine Nachricht eines Kollegen, dass seine Registrierungen plötzlich nicht mehr funktionieren. Alle MIDI-Files, die er gespeichert hat, werden nicht mehr aufgerufen. Was ist genau passiert? Nachdem ich ein paar Fragen gestellt habe, was er denn alles gemacht hat, und er immer sagte, dass er ja gar nichts gemacht hat, sind wir letztendlich doch zu dem Schluss gekommen, als er sagte, er hat mal etwas Ordnung in sein System gebracht. Er hatte also alle MIDI-Files in einem Ordner MIDI-Files liegen und hat jetzt angefangen aufzuräumen. Hat ein Register eingefügt in den Ordner MIDI-Files mit den einzelnen Buchstaben und hat seine MIDI-Files neu in die einzelnen Ordner hineingeschoben. Also unter A war eben dann ein Titel Albany zu finden, unter B Bett im Kornfeld und so weiter und so fort, je nachdem, wie er sich das alles so sortiert hatte. Und was natürlich dann der Fall ist, die Registrierung, die er aufruft, sucht dieses MIDI-File natürlich im Ordner MIDI-Files, aber nicht im Ordner MIDI-Files A. Das Ganze schauen wir uns jetzt einfach mal am Keyboard an und da sollten wir das alles etwas klarer sehen. Also auf ans Keyboard! Ja, wir sind also jetzt am Keyboard angekommen, laden unseren Titel Albany hinein, sehen hier in den Player A wurde der Titel Albany geladen und sehen die Verknüpfung. Der Titel Albany liegt jetzt im USB-Stick 1 im Ordner 01 Songs. Hier haben wir den, jetzt ist er verknüpft. Jetzt hat unser lieber Kollege natürlich Ordnung in sein System geschafft. Er hat also jetzt sich Unterordner in diesem Ordner Songs angelegt, Alphabet der Reihe nach angelegt. Also unter B sind alle Titel mit dem Inhalt B, unter C alle Titel mit C und so weiter und so fort. Wenn wir also jetzt diesen Titel, der hier verknüpft ist, in den Ordner A verschieben, ich lösche den jetzt hier einfach mal raus, um das Ganze zu simulieren. Wir rufen mal eine andere Registrierung auf, sehen, dass jetzt beim Titel Have You Ever Seen the Rain im Player A auch Have You Ever eingeladen ist. Wechseln wir jetzt wieder zurück auf unseren Titel Albany, wählen unsere Registrierung und sehen, plötzlich ist immer noch der Titel Have You Ever Seen the Rain im Player geladen. Und genau das ist jetzt der große Fehler. Der Titel Albany wird also von dieser Registration nicht mehr gefunden, weil diese nicht mehr am gleichen Ort liegt. Wir müssen das Ganze jetzt also neu verknüpfen. Dadurch, dass wir unsere Registrierung bereits gewählt haben, sind alle Bedienfeldeinstellungen unseres Keyboards sozusagen für diesen Titel fest eingestellt. Also wir haben unsere Sounds gewählt, wir haben Effekteinstellungen getätigt und so weiter und so fort. Brauchen also jetzt nur noch unser MIDI-File wieder neu verknüpfen. Gehen also in den MIDI-File-Player und gehen jetzt in unseren Ordner A, der neu angelegt wurde, und finden jetzt hier unseren Titel Albany. Diesen müssen wir natürlich jetzt neu verknüpfen, drücken also die Memory-Taste und unsere Registrierbank Nummer 1.
Wichtig ist natürlich, dass bei Memory MIDI Song auch angehakt ist. Also ihr seht, was bei mir hier alles angehakt ist. Nicht alles, denn einige Funktionen schreibe ich bei mir in eine Startregistrierung. Ich habe 2 Stück davon, je nachdem, ob ich zu Hause spiele oder ob ich einen Auftritt habe und dann über die Sub-Ausgänge verschiedene Sachen noch rausroute und so weiter und so fort. Wichtig in diesem Fall jetzt hier ist, MIDI-Song muss einen Haken haben. Ja, dann dürfen wir natürlich nicht vergessen, das Ganze in der Registrierbank neu zu speichern. Wir gehen also auf File, Save, Save hier. Der Titel Albany steht schon im Display. Wir drücken OK. Und jetzt fragt er uns, dass ja die Bank bereits existiert, ob wir da überschreiben wollen. Das wollen wir natürlich, weil wir ja neu verknüpft haben. Und somit können wir das jetzt ganz einfach nochmal testen. Wir rufen nochmal die Registrierung Have You Ever auf, wählen sie aus und im Display steht Have You Ever. Wählen wir jetzt unseren Titel Albany, drücken unsere Registrierung und sehen, unser MIDI-File Albany ist wieder neu verknüpft. Ja, ihr seht also, es ist wichtig, dass man dann solche Dateien neu verknüpft. Wir können uns das Ganze jetzt auch nochmal am PC anschauen. Dort gibt es ja den Editor. Wir gehen also mal in eine Datensicherung rein, hier in diesem Fall in eine Registrierung, haben hier den Titel Albany und wenn wir den auswählen, sehen wir, dass wir hier einen Haufen Hieroglyphen haben, wo wir nicht richtig klarkommen, was da wohl drinstehen soll in dieser Registrierung. Es gibt da natürlich eine viel, viel bessere Möglichkeit. Murray Best hat ein Programm entwickelt, den Yamaha Registrationsmanager. Wir gehen also mal in dieses Programm. Ich selbst habe es bis jetzt noch nicht genutzt, aber es gibt ja für alles eine Bedienungsanleitung und man kann sich da natürlich drum kümmern. Wir laden also jetzt hier mal eine Registration hinein, sehen auf unserem Platz 1 ist jetzt etwas hinterlegt, die anderen Plätze sind bei mir hier frei. Und wenn ich jetzt hier auf Bearbeiten der Registrierung gehe, zeigt es mir alle Sachen an. Wir gehen also hier in den Bereich Song A und sehen hier ganz deutlich die Verknüpfung auf unserem Laufwerk I im Ordner 01 Songs A Albany. Dort haben wir also unseren Titel jetzt verknüpft. Deshalb ist es natürlich besonders wichtig, sich über seine Datenstruktur vorher genau Gedanken zu machen, dass man sich da wirklich sein eigenes Konzept ausdenkt. Gute Vorlagen gibt es auch auf Heidrons Musikerseiten. Und wie gesagt, wichtig ist, genau zu überlegen, wie man das aufbaut, um hinterher möglichst wenig verschieben zu müssen und dann dadurch eventuell wieder neu verknüpfen zu müssen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Gern könnt ihr natürlich meinen Kanal abonnieren, da würde ich mich riesig freuen. Und ansonsten gilt wie immer, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Rigo. Ciao.